Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In dem Buch 50 ist kein Tempolimit nimmt uns die beliebte Schauspielerin und Autorin Elena Ulick mit auf eine unterhaltsame und ehrliche Reise durch das Leben rund um das 50. Lebensjahr. Mit viel Humor, Offenheit und einer gehörigen Portion Selbstironie erzählt sie vom Älterwerden, von Veränderungen im Alltag und im eigenen Körper, von Erwartungen und überraschenden Erkenntnissen, die einen auf dieser Etappe erwarten können. Dabei bietet das Buch alles andere als typische Ratgeberplattitüden. Es ist vielmehr ein sehr persönlicher Blick auf all das, was das Leben in der zweiten Lebenshälfte bereithält. Elena Ulick schreibt so, als würde sie mit ihren Leserinnen und Lesern am Küchentisch sitzen und aus ihrem Leben plaudern. Ehrlich, direkt und herzlich. Das Buch richtet sich an alle, die sich gerade mit dem Älterwerden auseinandersetzen, Veränderungen annehmen oder einfach nur herzhaft lachen wollen. Dabei kommen sowohl die Herausforderungen als auch die schönen Seiten dieser Lebensphase nicht zu kurz. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Mit Humor durch die Lebensmitte. Elena Ulick gelingt es, die zahlreichen Veränderungen rund um das 50. Lebensjahr mit einer ordentlichen Portion Humor zu beleuchten. Sie schildert, wie kleine Alltagssituationen plötzlich zu Herausforderungen werden und wie leicht es ist, darüber zu lachen, anstatt zu verzweifeln. Ihr Blick auf die körperlichen Veränderungen und den gesellschaftlichen Druck, jung zu bleiben, ist tröstlich und befreiend zugleich. Durch ihre humorvolle Perspektive ermutigt sie, Alterserscheinungen nicht als Makel, sondern als liebenswerte Begleiter zu sehen. Gerade in einer Zeit, in der viele in der Lebensmitte mit Selbstzweifeln zu kämpfen haben, zeigt diese Einstellung, dass das Leben auch mit Falten, grauen Haaren und wechselnden Modetrends freudig und leicht erlebt werden kann. Zweitens: Akzeptanz und Selbstliebe. Ein zentrales Thema des Buches ist die Akzeptanz des eigenen Lebensweges und die Entwicklung neuer Formen der Selbstliebe. Ulick schildert, wie wichtig es ist, sich im Spiegel anzunehmen, unabhängig davon, ob die äußeren Erwartungen von Medien und Gesellschaft erfüllt werden. Sie berichtet von eigenen Unsicherheiten, aber auch davon, wie befreiend es ist, zu seinen Macken und Ecken zu stehen. Diese Offenheit inspiriert zur Reflexion und schafft ein Gefühl von Verbundenheit, denn viele der Ängste und Zweifel sind universell. Letztlich macht Ulick Mut, das eigene Alter mit Stolz zu leben und sich mit all seinen Besonderheiten zu schätzen. Drittens: Beziehungen und Freundschaft im Wandel. Das Älterwerden bringt häufig auch Veränderungen in langjährigen Beziehungen und Freundschaften mit sich. Ulick beschreibt anschaulich, wie unterschiedlich Menschen auf die neue Lebensphase reagieren und wie man Freundschaften pflegt, auch wenn sich Interessen und Lebensumstände ändern. Sie geht auch darauf ein, wie die Partnerschaft neuen Herausforderungen begegnet, etwa wenn Kinder ausziehen oder Gewohnheiten sich wandeln. Gerade die Ehrlichkeit und Wärme, mit der dieses Thema angesprochen wird, macht Mut für einen offenen Umgang mit diesen Veränderungen. Leserinnen und Leser erhalten Anregungen, wie man trotz aller Umbrüche tiefe Verbindungen bewahren und genießen kann. Viertens: Vom Umgang mit gesellschaftlichen Erwartungen. Ein besonders relevanter Aspekt ist die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Erwartungen. Ulick setzt sich kritisch und humorvoll mit Schönheitsidealen, Altersbildern und Leistungsdenken auseinander, die besonders auf Frauen ab 50 projiziert werden. Sie zeigt Wege auf, wie man sich von diesen Zwängen freimachen und einen eigenen, authentischen Lebensstil entwickeln kann. Dabei stellt sie klar, dass es viele Wege gibt, ein zufriedenes und erfülltes Leben zu führen und dass man sich nicht an äußere Maßstäbe anpassen muss. Dies vermittelt Selbstvertrauen und ermutigt, eigene Prioritäten zu setzen. Schließlich Lebensfreude und Neuanfang. Zum roten Faden des Buches gehört die Botschaft, dass das Leben mit 50 und darüber hinaus voller Chancen und Lebensfreude steckt. Ulick inspiriert dazu, Neues auszuprobieren, Altes loszulassen und sich selbst immer wieder neu zu entdecken. Sie erzählt von Herausforderungen, Träumen und kleinen wie großen Erfolgen, die auch nach angeblich gesetzten Lebensetappen möglich sind.
Mit ihrem schwungvollen Schreibstil motiviert sie, offen für Veränderungen zu bleiben und die positiven Seiten jedes neuen Lebensabschnittes zu entdecken. Diese lebensbejahende Haltung zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch und macht Mut, nicht stehen zu bleiben. Zusammenfassend: 50 ist kein Tempolimit. Ist ein Buch für alle, die mitten im Leben stehen oder sich dem 50. Geburtstag nähern und dabei sowohl die Herausforderungen als auch die Schönheiten dieses Lebensabschnittes genießen oder zumindest akzeptieren wollen. Vor allem Frauen werden sich wiedererkennen, aber der Humor und die Offenheit. Elena Uliks sprechen auch Männer und jüngere Leser an, die einen liebevollen Blick auf das Älterwerden werfen möchten. Wer sich fragt, wie man sich mit körperlichen und gesellschaftlichen Veränderungen arrangiert oder nach Ideen sucht, Lebensfreude neu zu entdecken, findet hier zahlreiche Anregungen, praktische Tipps und eine Menge Trost. Gegenüber anderen Büchern zum Thema punktet dieses Werk durch die persönliche Authentizität der Autorin, ihren Humor und ihre unverblümte Ehrlichkeit. Es ist keine Sammlung von Kalendersprüchen, sondern eine Einladung zum Austausch, Mitfühlen und Mitlachen. Besonders wertvoll ist es für alle, die nicht nur nüchterne Ratschläge suchen, sondern einen lebensnahen, warmherzigen Begleiter an ihrer Seite haben möchten. Wer also auf der Suche nach Inspiration, Lebenslust und einem gesunden Blick auf das eigene Altern ist, wird von diesem Buch nachhaltig profitieren. Es motiviert, sich selbst und das Leben in der zweiten Hälfte mit einem Augenzwinkern zu betrachten und verdeutlicht, warum 50 wirklich kein Tempolimit ist. Wenn Sie unterstützen möchten. Elena Ulik, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.